Schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Familie und wer sonst noch alles zuschaut. Ich fahre heute nach Tituan, um mir so einen Schuh zu holen, den ich besser laufen kann mit meinem Zeh. Und mein Frühstück war sehr simpel, aber gut. Ein Kakao, ein bisschen Brot und Käse. Und Opa, den Kakao, den die hier haben. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur übertrieben viel reingemacht habe, aber eigentlich nicht mehr als sonst. Und ich musste Milch nachmachen, also nachkippen. Ich fahre mit den Taxis, den Grand Taxi, die von Stadt zu Stadt fahren, nicht in der Stadt. Und ich hoffe, ich finde die, weil die haben irgendwie immer bestimmte Orte, nachdem wohin die fahren. Ja. Und dann, wenn alle Stricke reißen, fahre ich halt mit dem Bus zurück, weil da weiß ich, wie ich zurückkomme. Ich bin jetzt in Tituan angekommen und jetzt muss ich mir eine Parapharmacie suchen, weil ich glaube, die machen einen Unterschied zwischen was in der Pharmazie und der Parapharmacie verkauft wird, aber ich bin mir nicht genau sicher, was das ist für ein Unterschied. Ich glaube medizinische Sachen und dann medizinische Hilfsprodukte, also so wirklich die chemisch gegen physisch, keine Ahnung. Nummer 1 hat mich weitergeschickt an eine Parapharmacie, aber direkt nebendran. Und da ist der Bahnhof. Also ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Mal gucken, wie viel ich heute ablaufen muss. Also wenn die sowas nicht haben, dann weiß ich auch nicht. Die haben einen Schuh, aber ich bin ja nicht so ganz zufrieden mit dem. Deshalb werde ich jetzt weiter gucken. Die nächste Apotheke hat mich in das Snackzentrum geschickt. Gucken wir mal. Okay, ich muss auf die andere Seite. Das war der Lieferanteneingang. Und mein Plan gerade ist nämlich, ich habe beim ersten Zentrum erzählt bekommen, wo ich hingehen kann, wo ein größeres Zentrum ist. Und ich hoffe, dort mein Glück zu finden. Und das ist eine halbe Stunde entfernt. Zu Fuß. Und ich dachte mir, ob ich jetzt Leute bediene eine halbe Stunde lang oder laufe, ist ja auch egal. Und ich kann ja immer zwischendurch mal hier so chillen und sitzen. Ja, und in der Zeit kann ich dann nämlich alle Pharmazien und Parapharmazien ansteuern, die mir so entgegenkommen. Das war so mein Plan. Wünscht mir Glück. So, mein Ziel ist erreicht. Ich war erfolgreich. Ich hoffe, dass es vermeidet, dass ich noch weiter Schmerzen habe, wenn ich laufe. Oder weniger zumindest. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen platt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube, die Hitze fängt so langsam an. Deshalb habe ich mir ein schönes Panache gegönnt. Ja, mal gucken, wie ich jetzt den Rest des Tages verbringe, wie und wann ich nochmal nach Hause komme. Aber ich mache das Beste draus. Hör praktisch so draußen die Leute. Ha, das Lied da kenne ich. Naja. Und die Städte, in denen am meisten gehupt wird. Nummer 1, also in denen ich war. Fes. In Fes wird immer gehupt. Die haben gar kein Chill. Dann hier Tituan, vermutlich Mertil, das ist so ich weiß nicht, ob es ein Stadtteil ist oder einfach eine Nebenstadt von Tituan, aber da ging die auch ganz gut ab. Und am wenigsten wird gehupt in Agadir, fand ich, dass das irgendwie sehr human war. Hat mir so meine Heimatstadt auch. Da ist eine spanische Moschee, aber ich glaube, es ist eine Kirche. Ich glaube, hier war ich schon mal. Und das da ist auch
und spanische Einrichtung, vielleicht die Botschaft, vermutlich. الانجليزي ايش الانجليزي الانجليزي اسبانيا. So, ich bin an einem Platz angekommen und weil ich noch ein bisschen Zeit habe, bis ich nochmal zurückfahren kann, wollte ich euch mal den Fettern, ich weiß, ich kann es nicht ganz aussprechen, aber ich glaube es ist Fettern Plus, Mecan, Fettern, irgendwie sowas. Und der ist wunderschön. Zu diesen Häusern gibt es auch eine Geschichte, aber weiß ich nicht mehr, was das war. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nachts sind hier ganz viele Laternen überall an und es ist wunderschön, wenn die ganzen Lichter zwischen den Bäumen und zwischen den Büschen glänzen und glitzern. Das kann ich euch jetzt leider nicht demonstrieren, sonst müsste ich zu lange hier bleiben. Aber falls ihr mal in Tetuan seid, kann ich euch das nur empfehlen, abends auch mal hier einen kleinen Abstecher hinzumachen. Oder wenn ihr in Mertild, also in diesem Strandort, Urlaub macht, fahrt einfach mal nachts hier rüber und schaut euch das an. Ich bin jetzt wieder im großen Taxi angekommen und angeblich sind es nur 29 Grad, wobei es sich anfühlen soll wie 30. Aber es ist gerade schon, irgendwie drückt es gerade schon stark in der Sonne. Es ist auch jetzt Mittagssonne, also wir sind gerade gefahren und dann sind wir wieder zurückgefahren, was mir gleich die Chance gibt, eine richtig coole Aufnahme hoffentlich zu machen. Hätte ich niemals hier erwartet. Und jetzt ist er an der Polizei, aber ich weiß nicht genau, was er vergessen hat. Naja.